Hallo liebe Kunstfreunde, hier ist die Anne Pross von Anne Pross Kunst. Ich habe ein Aquarellpapier mit einem Kreppband auf der Unterlage auf dem Tisch festgeklebt und nun werde ich mit einer weißen und grünen Acrylfarbe beginnen. Die vermische ich. Ich habe da auch Wasser zugegeben. Einfach gut durchrühren, damit keine Klumpen damit mehr drin sind. Und mit einem breiten Acrylmalpinsel beginne ich jetzt das Blatt zu bemalen. Heute male ich völlig planlos. Ich weiß nicht, was dabei rauskommt. Ich möchte einfach das Bild entstehen lassen, wenn ihr wisst, was ich meine. Einfach drauf losmalen, ohne jetzt zu wissen, ich habe ein bestimmtes Motiv im Sinn, sondern ich male jetzt einfach ganz ziellos und planlos auf dem Blatt und warte ab, was kommt da, was erwartet mich oder welche Ideen entwickle ich während des Malens. Das ist besonders wichtig, um immer wieder die eigene Kreativität herauszufordern und einfach spielerisch an die Sache heranzugehen, ohne jetzt sich große Gedanken zu machen, ich male jetzt ein Haus oder ich male jetzt einen Menschen, sondern es geht einfach drauf los. Es kann ja auch was völlig Gegenstandsloses dabei herauskommen, was Abstraktes. Das muss man sehen. Die grüne Farbe hat schon mal etwas Positives. Die grüne Farbe steht ja allgemein für die Hoffnung. Und ich bin jetzt hier guter Hoffnung, dass hier ein schönes Bild entstehen wird. Denn ich weiß, mit ein bisschen Glück kommt mir dann eine Idee. Ich habe da etwas Spiritus genommen, spritze den auf das Bild auf. Dadurch entstehen dann solche Tropfenstrukturen. Wie ihr seht, hauptsächlich hier auf der linken Bildfläche. Aber es ist ganz egal, wie es wird. Was mir gerade einfällt, das mache ich einfach. Ihr seht auch, dass ich die Pinselstrukturen so stehen lasse und warte ab, bis das Bild jetzt ein bisschen angezogen ist. Nehme ein Küchenkrepppapier, drücke das dann auf diese Seite links auf, wo ich diese Tropfen hatte, ziehe es wieder ab und dadurch wurde ein bisschen Farbe abgenommen. Es ist heller geworden. In dem Rest von dem Grün habe ich jetzt ein bisschen gelbe Acrylfarbe mit reingemischt. Das ist jetzt so ein gelb-grün, erbsgrün geworden. Auch diese Farbe streiche ich über das Bild mit dem gleichen Pinsel.
Und das setze ich jetzt einfach fort. Es ergibt sich da eine neue Lasurschicht. Das ist ja relativ dünn, diese Farbe, weil da Wasser mit beigemischt ist. Und da kann ich jetzt drüber malen. Und ihr seht trotzdem von der dunkleren Farbe dann diese Pinselstrukturen noch durch die gelb-grüne Farbe hindurch. Jetzt nehme ich wieder etwas Spiritus, tropfe das auf. Und weil es noch ziemlich feucht ist, bilden sich da auch wieder so spontane runde Flächen und Tropfen. Mit dem Krepppapier sauge ich etwas von dieser sehr feuchten Farbe wieder auf. Dadurch entstehen wieder hellere Flächen. Immer sanft tupfen und aufsaugen. Dann kann ich wieder Sachen herausarbeiten. Das hat jetzt getrocknet. Mit einem Stück Pastellölkreide werde ich jetzt auf das Bild zeichnen. Ich zeichne da Umrisse, die ich erkennen kann mit meinem Auge. Lasse da meiner Fantasie freien Lauf, was ich darin erkennen kann oder möchte, je nachdem. Und vielleicht ist ja dann diese Zeichnung wieder konträr zu dem abstrakten Bild, das vorher eben durch die zwei grünen Farben entstanden ist. Und vielleicht kann ich da jetzt wieder etwas gegenständliche Struktur bilden. Das wird aber auf jeden Fall, kann ich jetzt schon verraten, kein direkt gegenständliches Bild werden, sondern so eine Mixtur zwischen gegenständlich in ganz leichter Form durch die gezeichneten Formen und auf der anderen Seite diese abstrakte Expression des Bildes durch die Farben. Ich finde es immer ganz interessant, wenn man eben
die Malerei verbinden kann, dann mit gezeichneten Linien, Bildern, je nachdem. Bemüht euch, da möglichst auch nicht drüber nachzudenken, was soll das jetzt werden? Kann ich da jetzt was Gegenständliches malen, dass ich genau bezeichnen kann? Nein, das ist nicht genau zu bezeichnen, sondern es entsteht aus eurer Fantasie in eurem Kopf, was das dann im Endeffekt ist für euch persönlich oder für den Betrachter. Das kann jeder für sich selbst entscheiden, was das ihm dann bedeuten soll. Das war's dann auch schon mit dieser Zeichnung. Ich habe mir gelbe Acrylfarbe auf den Teller gegeben und befeuchte das etwas, damit die Farbe nicht zu dick ist, sondern wirklich lasierend ist, dieses Gelb. Und da werde ich jetzt Teilbereiche damit malerisch veredeln. Dazu helfen jetzt diese Linien, die ich da vorher gezogen habe, mit der Pastellölkreide, und die versuche ich jetzt eben mit der Acrylfarbe dann auszufüllen, soweit wie ich das machen möchte. Zum Teil löst sich auch dieser Rand der Ölkreide wieder auf, verändert meine Acrylfarbe. Es ergibt einen anderen Ton und so schaffe ich dann wieder neue Farbigkeit. Das geschieht eben rein zufällig an den Stellen, wo sich eben diese Farbe ablöst. Das kann ich dann einfach malerisch in das Bild mit aufnehmen, mit einfließen lassen und benutze das gleich sozusagen als Gestaltungsmittel.
Diese Ungezwungenheit beim Malen gefällt mir besonders gut, denn es entstehen immer sehr schöne Bilder eigentlich, wenn man sich vorher eben noch nicht so viele Gedanken gemacht hat und dann selbst überrascht ist, was dann doch dabei herauskommt. Und es entstehen sogar Motive, die durch spontane Eingebung in deinen Gedanken eben da zustande kommen. Und das unterscheidet uns dann auch von den Maschinen sozusagen, dass ich hier eben menschliche Empfindungen habe, die mir dann plötzlich diese Eingebung bringen. Das male ich jetzt so, da lasse ich jetzt diese Farbe sich auflösen, mit in das Bild hineinfließen. Und das kann eben keine Maschine dieser Welt. Eine Maschine muss erstmal programmiert werden und hat ihren Logarithmus. Und ja, der Mensch hat dann selbst seine Ideen, die er sich verwirklicht und lässt sich inspirieren durch die Tagesform, die er selbst hat. Und manchmal hat man eben traurige Gefühle, manchmal hat man fröhliche und glückliche Gefühle, und all das sind Komponenten, die dann auch in der eigenen Malerei sich mit ausdrücken und einfließen. Und diese dunkle Farbe von den Linien, die kann ich jetzt auch hier zum Beispiel super gut benutzen, um so eine Art Schattenwirkung zu erzeugen, indem ich einfach die Linien etwas anlöse, die Farbe mit der gelben Farbe vermische. Und durch Licht und Schatten habe ich dann gleich eben wieder eine teilweise plastische Wirkung erreicht. Das Kreppband hatte ich dann auch abgezogen, um das Blatt, das ich jetzt weiter bearbeite, eben drehen und wenden zu können. Das ergibt sich dann, wenn ich das weiter bemale, muss man das ab und zu mal drehen und wenden, um zu sehen, hat es jetzt diese Wirkung, die ich erzielen möchte, oder eben, dass ich da auch besser hinkomme mit dem Pinsel. Und gleichzeitig habe ich hier dann auch einen hübschen weißen Rand. Und das ist dann schon mal der Rand, wenn man das Bild einrahmt und man hat da ein Passepartout. Dann kann man das Passepartout genauso zuschneiden, dass dann der weiße Rand unter dem Passepartout ist.
und dann nur das Bild als solches dann direkt in der Hauptbildfläche erscheint. So, jetzt habe ich wieder etwas Grün beigemischt und fahre mit der grünen Farbe fort, um das abzuheben gegenüber dieser anderen Figur, die da entstanden ist, in Gelb. So male ich jetzt hier unten mit grüner Farbe eine andere Form wieder aus. Wenn ihr zum Beispiel so spazieren geht und einfach durch die Gegend lauft, dann seht ihr ja auch manchmal in der Landschaft einfach irgendwelche Formen, wo ihr sagt, ja, die Wolke sieht jetzt aus wie ein Schaf oder der Baum hat so bestimmte Ausdrucksformen im Stamm, wo ihr dann vielleicht ein Gesicht erkennt. Und genauso ist es eigentlich bei dem Bild. Ich erkenne dann in diesen Strukturen irgendwelche Formen und bringe die dann zum Ausdruck, indem ich sie farbig betone. Was das dann für mich bedeutet oder ob es überhaupt was bedeutet oder ob es eben dann abstrakte Form bleibt, das ist ja völlig dahingestellt. Aber ich sehe da was und kann es ein bisschen verdeutlichen. Und das war eigentlich dieses Anliegen hier bei dem Bild, das also völlig planlos angefangen hat und dann doch hier durch die gezeichneten Linien dann ein bisschen strukturiert wurde. Und das kann ich vervollständigen durch die bunte Acrylmalerei, die ich hier eben gerade mache. Und so gibt das Blatt wieder eine Struktur frei in meiner Fantasie. Und ich bestimme dann, wie weit ich da gehe, ob es komplett abstrakt bleibt oder vielleicht halb abstrakt oder vielleicht sogar ganz gegenständlich wird. Aber bei diesem Bild habe ich das dabei belassen, nur ein paar erkennbare Formen zu bilden und alles andere bleibt abstrakt. Somit kann ich sagen, es ist semi-abstrakt. Mit den beiden Farbkomponenten Gelb und Grün kann ich schon sehr, sehr viele Farbvariationen herstellen, je nachdem,
wie das Mischungsverhältnis der Farben ist. Ihr seht, jetzt habe ich schon wieder eine andere Grüntonfarbe da bekommen, mit der ich jetzt noch eine Form ausmale, die sich dann vom Untergrund, vom Hintergrund abhebt. Es kommt immer wieder auch die Farbe von den Linien hinzu und an diesen Stellen wird es eben etwas dunkler. Wie gesagt, das mache ich spielerisch, um gleichzeitig eine Art Schattenbild zu erzeugen. Ich habe hier eine Kompositionslinie, die sich mehrfach diagonal über das Bild bewegt. Und ich habe dann noch andere Richtungen, die sich aber ergänzen, möchte ich sagen. Und die Augen des Betrachters werden jetzt nach rechts oben gelenkt. Das seht ihr schon durch meine Ausarbeitung der Formen und auch durch die farbliche Komposition, dass sich das in dieser Richtung bewegt. Denn der Betrachter braucht zuerst einen Punkt, wo er zuerst drauf schaut und dann zieht sich das eben über das Bild.
Mit der weißen Acrylfarbe mache ich jetzt den Hintergrund noch etwas heller. Damit es noch etwas lichter erscheint und sich besser von dem Vordergrund hier abhebt. Das heißt, es ist wie so eine Landschaft und auf die Weite hin wird ja eine Landschaft immer heller und etwas dunstiger, und so ungefähr müsst ihr euch das jetzt vorstellen. Ganz in der Ferne habe ich da diesen hellen Hintergrund. Auch diese mittlere Ebene habe ich mir überlegt, mache ich auch noch ein bisschen heller. Das ist dann so ein Zwischenton, der sich da herauskristallisiert. Somit hebt es auch jetzt zum Beispiel diese Figur, diese gelbe, hebt es auch noch ein bisschen hervor, wenn ich das mit dem Weiß noch etwas absetze.
Ja, insgesamt mache ich das jetzt sehr hell durch diese Fläche mit dem Weiß. Dazu habe ich mich entschlossen. Das habe ich jetzt trocknen lassen. Nehme mir einen Permanentmarker, zeichne da nochmal etwas drauf ein. Das ist jetzt ebenfalls ein Permanentmarker, aber nicht in Schwarz, sondern in Türkis. Damit betone ich noch einige Linien. Als nächstes habe ich hier eine Acrylfarbe in Rosé, denn ich habe mich entschlossen, noch ein bisschen mehr Farbe ins Spiel zu bringen. Das ist eine Neon-Acrylfarbe in Pink und passt hervorragend zu den Grüntönen. Das ist für mich jetzt noch ein Kontrast zu dem Grün und hat auch eine sehr hübsche Bildwirkung in dem Fall. Um das Bild insgesamt noch ein bisschen aufzupeppen mit Farbe, aber nicht übermäßig, sondern ich verwende eben nur diese
eine Kontrastfarbe. So, jetzt könnt ihr das in aller Gänze betrachten, damit die Kamera das auch richtig einfängt. Eure Anne Bross. Dankeschön fürs Zuschauen. Schön, dass ihr wieder dabei wart. Bis zum nächsten Mal. Ciao.